Du wirfst ihm völlig unvermittelt an den Kopf, dass das Gemälde eine Fälschung ist und machst ihm völlig unberechtigte Vorwürfe. Bist du dir da so sicher? Dann bleibt ja nur noch Eduard. Aber dem traust du das auch nicht so, ne? Ich wünschte, du wärst ein bisschen vorsichtiger mit deinen Verdächtigungen. Ich bin mir sicher, dass Sie und Ansgar irgendetwas im Schilde führen. Und ich werde den Teufel tun, mich von Ihnen vertreiben zu lassen. Ich habe keine Ahnung, was Sie und Ansgar planen, aber ich werde es herausfinden. Verlassen Sie sich drauf. Und so lange bleibe ich hier, ob Ihnen das passt oder nicht. Gute Neuigkeiten. Jedenfalls für die meisten hier. Unsere Anwälte haben die Aufhebung deiner Todeserklärung beantragt. Als nächstes sorgen wir für die Anerkennung deiner Personalien und du bist wieder offiziell Francesca Maria Carla Gräfin von Lahnstein. Herzlich willkommen zurück bei den Lebenden. Und ihr meint, damit sei alles geregelt, ja? So einfach ist das nicht. Nein, natürlich nur im juristischen Sinne. Obwohl, was heißt eigentlich nur? Streng genommen bist du auch nur im juristischen Sinne eine Lahnstein. Naja, das ist jetzt auch erledigt. Wenn du Fragen dazu hast, wenn ich in unseren Justiziar, der kann dir alles genauer erklären. Mich langweilen solche Details nur. Mir reicht es zu wissen, dass deine Tage hier gezählt sind. Also dann hole ich mal Nachschub, oder? Wozu gibt's denn keine? Bleib sitzen. Und jetzt, wo wir uns gerade näher kommen. Was hat denn Sebastian so Schlimmes gemacht? Von schlimm war nie die Rede. Das klang aber gerade so. Kann ich euch noch was bringen? Ja, bitte noch mal das Gleiche. Oder? Kommt sofort. Wenn's nicht so schlimm ist, dann kannst du es mir doch erzählen. Lass mal. Das geht nur unserer Familie was an. Ist echt nichts Besonderes. Und warum machst du dann so ein Riesengeheimnis draus? Du siehst aber immer noch fertig aus. Kannst du Judith und mir bitte ein Kamelchen machen? Wir haben oben kein mehr. Klar. Kleinen Moment. Schon gesehen? Was will der in letzter Zeit immer mit Olivia? Wo die Liebe hinfällt. Bitte, bitte nicht. Ach, bevor ich's vergesse. Das hier ist schon für dich abgegeben worden. Was ist denn da drin? Das Ding ist ja höllisch schwer. Okay, ich mach das hier. Deine Schwester sieht ja ganz schön fertig aus. Hat das vielleicht irgendwas mit der Sache mit Sebastian zu tun? Nein, sie ist krank. Magen-Darm. Schon vergessen. So, und jetzt lass uns Lydia mal vergessen. Und Das ist aber das Spannendste, was du bisher von dir gegeben hast. ich habe auch noch was anderes auf Lager. Das kannst du auch deiner Schwester erzählen. Dass das Amtsgericht Düsseldorf die Todeserklärung meiner Mutter wieder aufhebt, ist nur eine Frage der Zeit. Und da ist unsere Mutter, Francesca von Lahnstein, wieder eine, wie heißt es so schön, juristisch handlungsfähige Person. Eine Rückkehr werden wir ganz offiziell machen. Mit einer Pressekonferenz im ganz großen Rahmen. Ah, Gibt es was zu feiern? in der Tat. Ich möchte euch eine alte Bekannte vorstellen. Jetzt machen Sie schon, die anderen wollen auch ein Glas. Elisabeth Brandner. Wenn die Identität meiner Mutter geklärt ist, bedeutet das auch, dass die letzte Ehe unseres Vaters null und nichtig ist. Wie bitte? Brandner. Ohne Lahnstein und ohne Titel. Prost. Vielleicht solltest du schon mal deine Koffer packen. Ansgar, das hast du nicht allein zu entscheiden. Oh, Mutter ist ganz meiner Meinung. Ich lasse
er mich nicht so einfach verjagen. Das musst du auch nicht, Elisabeth. Wir werden jetzt erstmal die juristischen Fakten abklopfen. Sebastian, damit kommen die doch nicht durch, oder? Doch. Leider. Ich bin immer für dich da, egal was kommt. Genauso wie früher. Weißt du noch, der Debütantinnenball? Wo du dir kurz davor den Arm gebrochen hattest? Gott, der Ball. Da war das Leben noch so einfach. Und unbeschwert. Papa. Ist alles in Ordnung? Ja, mein Kind, alles bestens. Wo gehst du hin? Kurz Luft schnappen. Dann begleite ich dich. Das ist nicht nötig. Du hast doch hier viel nettere Gesellschaft. Aber ich muss doch sowieso gleich in die Stadt. Dann kann ich doch vorher mit dir eine Runde spazieren gehen. Olivia trifft sich doch nur mit dir, um dich auszuhorchen. Shit! Welche Idiot stellt hier aus ein Fahrrad ab? Christian. Aber der ist nicht halb so idiotisch wie Olivia. Jetzt pass mal auf. Olivia ist okay. Und wenn ich mich mit ihr treffe, dann ist das meine Sache, ja? Ja. Aber findest du nicht auch, dass ihr Interesse an dir ein bisschen plötzlich kommt? Nein. Warum auch? Sie hat mich auf einen Drink eingeladen, weil sie wegen mir ihren Job wieder hat. Klar. Ich weiß, du kannst sie nicht leiden. Ist das so schwer zu verstehen? Diese Frau versucht, Sebastian und mich auseinanderzubringen. Und deswegen versucht sie mich abzuführen, dass sie von mir erfährt, wie sie das anstellt. David, ich will nicht, dass du dir irgendwelche Hoffnung machst und am Ende enttäuscht bist. Ist es für dich denn so unvorstellbar, dass sich eine Frau für deinen kleinen zurückgebliebenen Bruder interessiert? Ach Gott, nein, natürlich nicht. Aber Olivia glaube ich das nicht. Lass das mal lieber mich beurteilen. Justus, was wollen Sie denn hier mit den Pfingstrosen? Ich stecke in einem Dilemma. Sie müssen mir schon sagen, was es gibt. Ich habe Anordnung erhalten, die Halle mit Märchenkönigin-Rosen dekorieren zu lassen, anstatt wie üblich. Ja, wo ist da das Dilemma? Sie möchten Pfingstrosen und Frau Galdi, also Gräfin Francesca, Märchenkönigin-Rosen. Ach. Erfüllen Sie die Anweisungen der Gräfin genauso, wie Sie meine Wünsche immer erfüllt haben. Sehr wohl, Gräfin. Ach, und Justus? Lassen Sie die Pfingstrosen hier. Wie Sie wünschen, Gräfin. Insofern bleibt beinahe alles beim Alten. Aber nur beinahe. Luises Glück ist mir das Wichtigste auf der Welt. Daran zweifle ich nicht. Ich werde um sie kämpfen, Wilhelm. Und wenn ich Verständnis zeige und ihr Zeit gebe, dann wird sie irgendwann zu mir zurückkommen. Das hoffe ich. Ihr seid wie füreinander gemacht. Ich liebe Luise. Und ich kann und will mir kein Leben ohne sie vorstellen. So. Feierabend. Auf den Wohl. Prost. Ja, wenigstens ist Gregor da nicht alleine. Und Christian auch nicht. Bestimmt tun den beiden so ein paar Survival-Tage gut. Hast du keine Angst? Ist den beiden was passiert? Anscheinend haben die das früher öfter gemacht. Das meine ich nicht. Sondern? Sondern, dass
dass er vielleicht irgendwas anderes möchte. Irgendwas, was sich nicht mit dir und deinem Leben vereinbaren lässt. Ich weiß ja, dass er mich liebt. Und Christian weiß, dass ich ihn liebe. Und jetzt geht's ihm erstmal um ihn. Schön. Hey, das mit Gregor und dir, das wird auch wieder. Wir haben uns gestritten. Ich habe ihn vor den Kopf gestoßen. Was weiß ich, was jetzt von mir denkt. Ja, aber Gregor ist nicht nachtragend. Du mit ein bisschen Abstand, da wird er dich verstehen. Ja, oder du rufst ihn jetzt an und entschuldigst dich. Ich habe morgen einen wichtigen Termin, von dem einiges abhängt. Aber danach rufe ich ihn an. Das klingt doch nach einem Plan. Wie Sie alle wissen, ist in den letzten Wochen und Monaten einiges passiert, was auch hier auf dem Schloss zu gravierenden Veränderungen führen wird. Aus diesem Grund bin ab heute nicht mehr ich Ihre Chefin. Francesca, Gräfin von Lahnstein, wird von nun an die Haushalts- und Wirtschaftsführung auf Schloss Königsbrunn übernehmen. Möchten Sie ein paar Worte an das Personal richten? Alles zu seiner Zeit. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken für Ihr großes Engagement, für Ihr fachliches Können. Otto. Unter Ihren Händen erblüht der Park jedes Jahr aufs Neue in voller Pracht und erfreut uns und unsere Gäste. Danke, Gräfin. Und Sie, Justus, ein Muster an Höflichkeit, Treue, Aufrichtigkeit und Diskretion. Was natürlich für Sie alle gilt. Ich hoffe, dass Sie Ihren neuen Vorgesetzten gegenüber genauso treu und loyal sein werden, wie Sie es mir gegenüber waren. Sie waren mir alle stets eine große Hilfe. Und deshalb möchte ich mich von ganzem Herzen für die Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken. Da ist jemand an der Tür. Das sehe ich. Sind Sie sicher, dass Sie zu uns wollen? Ja, zu David, um genau zu sein. Besuch für dich. Wer ist es denn? Olivia. Sexy. Ja, also vor allem praktisch. Sag bloß. Also, ich wollte mich bei dir entschuldigen für gestern Abend. Ich habe mich echt unmöglich benommen. Ich war viel zu neugierig und dann lasse ich dich auch noch einfach so sitzen. Ich war auch nicht gerade charming. Lust auf einen Kaffee? Ja, gerne. Sorry. Ja, ich bin doch da. Nimmst du mal die Milch vom Herd? Du bekommst dein Fläschchen. Und du gleich Kaffee. Guten Morgen, wie geht's dir? Morgen. Kommst du mit zum Frühstück? Danke, ich hatte schon Kaffee. Ein Kaffee ist doch kein Frühstück. Der Restaurator muss jeden Moment hier sein. Und bevor ich keine Klarheit habe, bekomme ich keinen Bissen runter. Tu mir bitte einen Gefallen und setz nicht zu viele Hoffnungen in den Restaurator, ja? Ich habe aber keine andere Wahl, wenn er mir bestätigen kann, dass er diese Fälschung nicht restauriert hat, dann. Dann? Wenn der Restaurator mir bestätigen kann, dass er nicht an einem gefälschten Gemälde gearbeitet hat, dann heißt das, dass das Original erst kürzlich vertauscht wurde. Ja, und was bringt dir das? Die Versicherung müsste den Schaden zahlen. Ja, das wäre fantastisch. Eduard. Ich kann mir gut vorstellen, wie du dich fühlen musst, aber ich kann nicht gegen meine Gefühle
Und mit dem Geld von der Versicherung könnte ich die Gläubiger beruhigen. Der Sommer ist meine Jahreszeit. Ich dachte immer Winter. Jetzt würdest du dir was aus Jahreszeiten machen. Nimm dir ein Ei, Leo. Die sind halt wirklich auf den Punkt. Die sind immer auf den Punkt. Deine gute Laune liegt also wahrscheinlich nicht nur an der Jahreszeit, oder? Ja, da könntest du ausnahmsweise recht haben. Stimmt das mit Elisabeths Ehe? Mit welcher? Mit ihrer ersten, ihrer zweiten oder ihrer dritten? Die mit Johannes. Wenn du wissen möchtest, ob es stimmt, dass die bald Makulatur ist, ja. Le roi est mort, vive le roi. Elisabeth Brandner ist die längste Zeit eine von Lahnstein gewesen. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Ach komm schon, Carla, auch wenn es schwerfällt. Akzeptiere einfach, dass sich Vaters ehemalige Mätresse hier bald nicht mehr so aufplustern wird. Schönen Sommer noch. Rebecca, komm. Und dabei hat er gerade erst begonnen. Was wird denn nun werden? Warten wir es ab. Wir können uns unsere Herrschaft nicht aussuchen. Es ist eine Schande, dass Gräfin Lahnstein nicht mehr unsere Chefin ist. Wir werden weiterhin so professionell arbeiten, wie man es von uns gewohnt ist. Und da wird sich auch unter der Ägide von Franziska von Lahnstein nichts ändern. Und? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das heißt, Sie haben das Bild nicht restauriert. Ich befürchte schon. Wie konnte Ihnen dann entgehen, dass es sich um eine Fälschung handelt? Luise. Sie hätten den Unterschied bemerken müssen. Farbe, Leinwand, Bindemittel, damit lässt sich doch feststellen, ob ein Werk aus dem 18. Jahrhundert stammt oder nicht. Ich bin kein Gutachter, ich bin Restaurator. Dann ist meine Familie womöglich seit Jahrzehnten im Besitz einer Fälschung. Das ist ja ungeheuerlich. Wie macht ihr das denn nachts? Nachts? Ja, oder schreit ihr dann nicht so? Da muss halt jemand aufstehen und sie wieder zum Schlafen bringen. Horror. So schlimm ist das auch wieder nicht. Nathalie, Papa, Arne und ich, wir wechseln uns hier ab. Das nenne ich mal Familiensinn. Uns bleibt ja auch nichts anderes übrig. Bitte, mit extra viel Milch. Danke. Psst, schlafen jetzt. So, Christina schläft. Trotzdem voll drauf. Ich hätte auch gern so einen großen Bruder gehabt. Naja, du hast doch Olli. Das ist doch nicht dasselbe. Olli ist super, aber wenn ich früher Stress mit Typen hatte, dann war Olli nie auf meiner Seite. Das ist mit Lydia und dir anders. Naja, wir stehen halt nicht auf dieselben Typen. Und ihr habt eben so ein enges Verhältnis. Sonst hätte Lydia dir ja nie die Geschichte mit Sebastian erzählt. Was auch immer es war. Olivia, tut mir leid, aber ich kann darüber nicht reden. Das meine ich doch auch gar nicht. Denkst du etwa, ich bin extra deswegen jetzt hierher gekommen? Nein, natürlich nicht. Du denkst doch genau dasselbe über mich wie alle anderen auch. Sie wären dann soweit. Wiedersehen. Kommen Sie. Für Ihre Bemühungen. Passen Sie doch auf. Ich mach das zum ersten Mal. Psst.
Studierst du das Original? So wie du es bisher machst, das ist eigentlich ganz gut. Wenn ich geahnt hätte, wie viel Staub ich damit aufwirble. War es denn unbedingt notwendig, Elisabeth vor aller Welt so zu demütigen? Notwendig vielleicht nicht, aber es ist mir ein tiefes Bedürfnis. Das Personal scheint sie zu mögen. Die Hand, die einen füttert, beißt man nicht. Aber wir haben keinen Grund, sie vom Schloss zu werfen. Alle erwarten das von mir. Ich kann die doch nicht enttäuschen. Na, von dir vielleicht. Aber ich glaube einfach, es wäre nicht klug, wenn Leonhard und Carla von mir einen hartherzigen Eindruck hätten. Hör auf mit der Gefühlsduselei. Kümmere dich um dich statt um Leonhard und Carla. Sonst fliegst du vielleicht auf, bis die Nächste dir hier die Koffer packt. Was machst du denn hier? Mich entschuldigen. Kümmerst du dich um die Gäste? Ich hab zu tun, das siehst du doch. Und ich muss dem Herrn einen Kaffee machen. Außerdem bin ich heute an der Bar. Dann müssen die eben warten. Was hast du denn? Was soll denn der Quatsch? Olivia, kümmerst du dich bitte um unsere Gäste? Ich dachte, du wärst noch beim Lieferanten. Weißt du, was in Gastroführern über uns steht? Dass wir eine exzellente Küche haben, hervorragende Weine. Und der Service, dem in nichts nachsteht. Also bemühst du dich bitte um die Gäste an Tisch 3? Guten Tag, die Herrschaften wünschen. Tja, was wünschen die Herrschaften denn? Ein Espresso bitte. Ich auch bitte. Gerne. Was dagegen? Ich frage mich nur gerade, warum ich euretwegen hier so einen Aufriss mache. Die Espressi kommt gleich. Linda, 2 Espressi bitte. Wow. Was? Wow. Hammer professionell. Dabei hat er dich so angepisst, dass du beinahe deinen Job verloren hast. Danke. Olivia, wirklich. Das vorhin, das tut mir leid. Also dann. Man sieht sich. Sie und Ansgar lassen mir ja keine andere Wahl. Hör mal, heißt das, du machst ernst? Habe ich eine Alternative? Bitte, Elisabeth, du kannst doch jetzt nicht klein beigeben. Bitte, bitte, lass es. Und du, tu mir bitte einen Gefallen und bring endlich Ansgar zur Vernunft. Der einzige Mensch, von dem er sich jemals hat was sagen lassen, warst du. Also geh los und rede mit ihm. Elisabeth gehört hierher.